Hallo Leute, das ist zwar der Kanal von Uwe Dörr, aber er hat mir gesagt, ich soll auch mal einen Gang durch Kulmbach mit euch machen und meinen Senf dazugeben. Wollen wir mal gucken, was dabei herauskommt. Hier, das ist der Marktplatz, rechts davon, da sind wir gerade vorbei, das Rathaus. Naja, und dann gehen wir mal die obere Stadt rauf. Ich weiß, meine Sprache ist ein bisschen anders, aber ich muss zugeben, ich bin hier in Kulmbach geboren. Aber arbeitsbedingt durch meinen Vater sind wir nach Essen zu den Preußen gezogen. Und da hat sich die Sprache eben dann geändert. Aber verstehen tut ihr mich schon. Und das gab ja damals noch die alten Tante-Emma-Laden und die kannten ja die fränkische Sprache nicht. Und wenn ich dann da von meiner Mutter, da war ich 5, 6, 7 Jahre alt, hol mal 2 Eier oder 5, was weiß ich, Kartoffeln oder so, das waren ja andere Zeiten. Und dann die Verkäuferin, die kannte die Sprache eben nicht, die hat gesagt, sag mal grüß Gott, kriegst du einen Bonbon. Allmächt habe ich viele Bonbons gekriegt. Das ist ja eben eine andere Sprache. Und hier auch die Tattoos und so weiter gab es ja früher alle gar nicht. Hier auf der rechten Seite, wo das Gerüst steht, war ja vor ein paar Jahren mal ein Feuer ausgebrochen und da hatten meine Großeltern mal gelebt. Allmächt, wenn das, die hätten das nicht gekriegt. Hier war auch früher eine andere Wirtschaft drin, da waren wir auch oft eingekehrt. Und hier links, da geht's rauf zu Plassenburg. Aber da gehe ich nicht hin heute. Das wäre mir zu viel. Weil sonst würdet ihr mein Schnaufen hören. Zum Fichtelgebirge, ja, da ist er noch weiter. Da sieht man schon den roten Turm. Das hat auch was mit der weißen Frau zu tun gehabt, da aus Himmelkron oder wo. Aber ich will nicht ins Detail gehen. Wenn nur gesagt, nicht die vielen Treppen wären. Normalerweise, wenn ich da zur Plassenburg raufging, gehe ich außenrum über die Kirche, weil sind keine Stufen. Und immer noch eine Stufe. Aber mein Schnaufen könnt ihr noch nicht hören. Genau, machen wir nicht mal eine Pause? Hier, da ist der rote Turm. Da hängt, glaube ich, noch irgendwo so ein Hinweisschild mit der weißen Frau. Hallo.
Aber wie gesagt, wir machen ja nur einen Rundgang. Wenn wir nachher oben sind, vielleicht gehen wir auch noch mal zur schönen Aussicht. Da sind wir früher oft eingekehrt. Weil wie gesagt, da mit der schönen Aussicht, wir sind ja in Essen dann gewesen, ab und zu sind wir ja dann nach Kulmbach gefahren, sind über 500 Kilometer gewesen. Und mein Opa, als wir da ankamen, wir waren noch niemals richtig da. Gehen wir zur Aussicht, gehen wir zur Aussicht. Da ist der Rote Turm. Da sind Hinweisschilder. Sage von der weißen Frau. Ca. 550 Meter, das wäre mir zu viel jetzt. Hier sieht man, wie Kulmbach von oben aussieht. Natürlich nicht von ganz oben. Und hier ist der Fußweg, wo man zur schönen Aussicht geht. Heute ist da, glaube ich, nichts mehr. Da konnte man schön gemütlich sein Seidler Bier trinken oder Wasser, keine Ahnung. Und schon wieder geht es ein bisschen bergan. Hier kommen wir zur schönen Aussicht. Wie gesagt, das Schild hängt da zwar immer noch, aber da ist schon, glaube ich, zu. Da. Aber das waren noch andere Zeiten. Also lassen wir uns noch einen Fuß von anderen treten und dann gehen wir runter zur Kirche. Das ist die Petrikirche, da bin ich sogar getauft worden.
Schon ein imposanter Bau. Gehen wir mal ganz rum. Sollen wir mal reingehen? Genau, Tür auf und Also haben wir die Petri hier gesehen, gehen wir runter wieder. Das ist aber ganz schön steil, die Treppe auch. Und kein richtiger, doch, Geländer ist da. Muss ich mich schon festhalten. Auf der linken Seite ist die Schule, die alte Schule. Und rechts da das Prinzessinnenhaus. Da geht es wieder die obere Stadt runter. Und jetzt kommen wir gleich da, obere Stadt 17, wo meine Großeltern ein Friseurgeschäft hatten und wo eine Hausgeburt stattfand. Das war ich. Und da ist ja heute so eine Kneipe drin, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da, das ist das da. Jetzt gehen wir mal zum Stadtgässchen rauf. Hier ist der Oberhaken.
Da konnte man früher schöne, gute Haxen essen. Gegrillt, kleine Rathaus. Und hier ist das alte Badhaus. Waren schon enge Gassen. Und jetzt kommen wir zur katholischen Kirche, zur lieben Frau, wie die heißt. Zum Glück haben wir heute schönes Wetter, der Himmel ist blau. Ansonsten hätte man ja zu mir sagen können, wo kommst denn du gewesen her? Du bist ja ganz voll nass. Das geht doch deiner dir nichts an. Kümmere dich um du. Ist das in Deutsch? Ja. Das ist der innere Teil der katholischen Kirche. Und immer diese Treppen, rauf oder runter. Sauber sieht sie aus überall. Alte Prachtbauten noch auf der linken Seite, die Stadtmauer. Nochmal ein Blick auf die Plassenburg. Ich könnte natürlich auch sagen, ich bin, ich weiß nicht wer, ich komme, ich weiß nicht woher, ich gehe, ich weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Naja, aber wenn man so die Bilder sieht, das sieht schon sauber aus. Also Leute, ich hoffe, der Clip hat euch gefallen. War ja nur ein Versuch. Man tut viel dummes Zeug reden, aber ist schon in Ordnung. Ich bin übrigens der Erich aus L.A. Andersherum gesagt, auch der Manhattan Erich. Also Prost, Ade.